103 war ich im April. Ich kann Japanisch. Ja, ja, wieso denn? Na, ich kann zum Beispiel das Goethe-Zitat. Ja, wie geht denn das auf Japanisch? Ganz einfach. Imi buki tu mi leki. Du kannst mich. Hast du dir jemals gefragt, was die besten Lebensweisheiten von 100-jährigen Menschen sind? Ich habe heute die Ehre, einen 103-jährigen Sportler zu interviewen. Und dieser 103-jährige Sportler erzählt uns heute, wie er 103 Jahre alt geworden ist, wie er den Zweiten Weltkrieg als Soldat und als Kriegsgefangener erlebt hat, was er aus 65 Jahren Ehe gelernt hat, warum der Humor im Leben wichtig ist und welchen Ratschlag er genau dir auf den Weg geben würde. Ich bin Daniel Bleunig, bin diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger und genau diese und noch viele weitere wertvolle Lebensweisheiten wirst du heute bekommen. Darf ich fragen, wie jung sie sein? Ja, 103 war ich im April. Ja. 103 Jahre, Jahrgang 1921 und sitzt da am Heimdrehen fort. Wie oft fahren Sie? Jeden Tag, haben Sie gesagt. Täglich bin ich meine 2 Stunden im Wald, Vormittag, na, dann geht's los, kochen und so weiter. Wirtschaft führen, mal waschen zwischendurch, Wäsche waschen. Ja, aber einen Leerlauf gibt es nicht bei mir. Nicht? Also, da muss man immer dahinter sein. Vor allem geistig und körperlich darf man nicht nachlassen. Man muss ständig dahinter sein. Nicht? Also, aber es geht schon irgendwie noch. Ja, wenn wir schauen, bis der Ganker einmal sagt, hey Freunderl, es ist Zeit, aber da habe ich die Ausrede, ja, ich höre so schlecht, was hast du gesagt? Na, und da sage ich, na, tut mir leid, ich verstehe kein Wort. Na, so ist das. Na, so kämpfe ich halt weiter. Wie gesagt, mein Sohn versorgt mich und die ganze Nachbarschaft. Na, die schaut, dass ich nicht verhungere, womöglich. Na, so weit käme es noch. Na. Sie sehen ja, unterernährt schaue ich nicht aus. Na. Ja, sonst habe ich immer mich betätigt, körperlich. Schon als Bub bin ich schon stundenlang im Wald gewesen, Schwammerl suchen, Beeren suchen und alles. Und dann später dann Bergtouren, Skifahren, Radlfahren, Schwimmen, also da war ich immer unterwegs natürlich. Und den Krieg habe ich leider mitmachen müssen. Frankreich-Feldzug, Afrika-Feldzug. Da bin ich halt kassiert worden einmal. Und die haben nicht gewusst, mit den Gefangenen, was machen wir da? Da sind wir bei Kairo in der Nähe interniert gewesen. Da ist die Queen Elisabeth, das Schiff gekommen von Australien. Und damit diese Queen Elisabeth nicht leer wieder nach Australien zurückfährt, die Burg gefangen und die ist halt erwischt haben, da war ich mit drin, sind wir halt nach Australien verschifft worden. Dort waren wir im Stadt Victoria in einem Lager. Nur 6 Jahre. Wir haben auch x-mal gesagt, wie der Krieg schon aus war. Wir wollen nach Hause fahren. Ja, wir haben keinen Schiffsraum. Eure bösen U-Boote, die haben uns so viel versenkt. Ja, haben halt warten müssen, bis halt ein Schiff frei war. Die sogenannte Orontes hat geheißen. Mit der sind wir wieder Richtung Heimat gefahren dann. Durch den Suezkanal, Mittelmeer, nach England, von dort in die Nordsee hinauf, weil das war noch vermint alles dann, damit man nicht, also wo es minenfrei war, sind wir dann eben nach Cuxhaven und ja, dort war so ein Gefangenenlager, da sind ein paar arme Teufel gewesen. Es sind schon die ersten Russland-Heimkehrer gekommen. Also die waren arm beieinander. Wir gut erlernt von Australien, durch Sport. Durch Sport, kräftig, muskulös und alles.
Und die armen Teufel, also das war zum Schrecklichen was. Naja, dann wollten wir in die Heimat. Da hat der österreichische Vertreter auch gesagt, ja Burschen, wir haben kein Geld. Na, sag ich, na, was soll man da machen? Ja, die müsst ihr schon selber zahlen. Na, dann haben wir geschaut, Zigaretten, wir hatten noch Zigaretten, ich habe nie geraucht. Na, haben wir zusammengepackt, dass wir mit diesen Zigaretten, die wir schwarz verkauft haben, haben wir unsere Reise dann finanzieren können in die Heimat. Ja. Ich bin 41 in zu Hause gewesen, ja, aber da sind die Russen noch gesessen, habe ich mich nach Graz entlassen lassen. Da habe ich auch Verwandte gehabt. Da habe ich halt gewohnt in einem Behilfsheim und habe mich so durchgewurstelt. Ja. Ich habe in der Landwirtschaft geholfen, in einer Baukanzlei habe ich ein bisschen geholfen. Bis halt dann, ich versucht zu studieren, aber da ist nichts viel draus geworden. Tagsüber arbeiten, in der Nacht studieren, da wäre ich vor die Hunde gegangen. Das geht nicht. Dann bin ich wieder nach zurück, wie die Russen die Wohnung von meinen Eltern freigegeben haben. Und seitdem, das war eben, da sind wir dann bin ich 50 Jahre geblieben, habe ich mein Gymnasium fertig gemacht, ja, und so weiter halt. Und habe dann einen Posten gekriegt beim Wasserbau. Ja, dort bin ich geblieben, mein Leben lang. Ja. Ja. Wollen wir uns kurz was trinken? Ui. Bleib mal ruhig mitreden. Soll ich steigern, ja? Er macht es aber gut, dass sie fit bleiben, dass es nicht so anstrengend wird. Ach so. Dass sie nicht außer Atem kommen durch das viele Rennen, durch das viele Treten. Das ist noch keine Leistung. Nur 23 Watt, was ist denn das schon? Das sind die Watt. Seit 10 Minuten Kurbel da. Ja. Und so geht es halt dann weiter. Wie? Ja, und beim Wasserbau habe ich Anstellung gekriegt und bin dort geblieben bis zu meinem 65. Offiziell bin ich dann in Pension gegangen, aber ich habe weitergemacht bis zum 79. Lebensjahr. Ich wäre noch geblieben, aber da habe ich natürlich einen Stern gerissen, die Schulter kaputt. Dann habe ich gesehen, nein, da geht nichts mehr. Habe ich Schluss gemacht und seitdem bin ich halt ein Pensionist. Ja, da wohne ich seit den 84er Jahren. Ja, da fühle ich mich recht wohl. Die Umgebung passt, die Leute passen, also was will ich mehr? Ja, das passt schon. Und so bin ich halt Jahr für Jahr älter geworden. Jetzt bin ich ein alter Knabe. Ja, wenn wir sehen, was der gute Herrgott sagt, der wird eines Tages sagen, nein, aber jetzt ist Schluss. Wie gesagt, ich höre so schlecht. Ja. Und so bin ich, wie gesagt, habe mich durchlaviert, war nie krank. Einmal vor 60, 65 Jahren habe ich mal eine Grippe erwischt. Die hat damals geheißen, die asiatische Grippe hat es geheißen, ja. Aber seitdem kenne ich keine Krankheiten, ich kenne keine Pulver, keine Tabletten. Also, da muss ich eigentlich sehr zufrieden sein mit meinem Leben. Ja, so ist es. So bin ich halt alt geworden. Jung geblieben. Bis zum Abruf halt. Ja. Ja, was und sonst. Ich war lange Jahre verheiratet. Ja. Meine Frau ist vor 6 Jahren gestorben dann. Die war schon vorher in Pflege. Ja. Wie sie in Pflege dann gekommen ist,
Na, ob ich in 50er erlebe, na, wenn wir schauen, na, immerhin 93,5 ist geworden. Ja. Na, seitdem tue ich da allein. Ich habe schon vorher viel selber gemacht in der Küche. Ja, also immer geholfen. Ständig waschen, das habe ich gemacht. Wäsche waschen. Jetzt habe ich vor kurzem Erdbeeren wieder eingekocht. Ja. Ja, das mache ich alle Jahre immer wieder. Wenn wir gutes Obst haben, Erdbeeren, ja, was dann jetzt kommen Marülen, im Herbst kommen die Zwetschgen, also lauter gute Sachen. Genießbare. Na, so ist es. Wie lange waren Sie dann verheiratet mit Ihrer Frau insgesamt? Wie viele Jahre waren Sie dann verheiratet insgesamt? Wie viele Jahre sind Sie verheiratet worden mit der Frau? Radlfahren. Nein, verheiratet. Ach so. Verheiratet. Ah ja, in 53er Jahren. In 53 habe ich geheiratet, ja. In 56er Jahren ist mein Sohn auf die Welt gekommen. No, und jetzt im 18er Jahr, 2018 ist meine Frau gestorben dann, nicht? Also auch schon wieder 6 Jahre her. Ne? No, ich wurstel mich da halt durch. Ne? Dann waren es 65 Jahre verheiratet insgesamt. Ja, sowas, ja. Was ist da wichtig gewesen? Eine besondere Ehrung wäre gewesen, aber sie ist ein paar Monate zu früh gestorben. Ja, ich weiß nicht, war das die Goldene oder wie soll ich heißen, da, diese Hochzeiten. Nein, das hat es nicht mehr gepackt. Ja. Darf ich wissen oder fragen, was war für Sie immer wichtig, dass man zusammen bleibt in der Ehe? Was sei so ein Schlüssel, dass man so lange verheiratet geblieben ist? Ja, immer tätig sein. Ja, nicht das schleifen lassen, geistig und körperlich, immer dahinter sein. Ja, kein Schlendrian einreißen lassen. Das fürchten Sie am immer meisten. pünktlich sein. Ja. Na, da hat schon mein Vater geschaut. Ich bin einmal eine Viertelstunde spät gekommen. Na, da ist ein Gewitter losgegangen. Ja, so waren die Zeiten. Ja, mein Vater ist auch alt geworden, 98. Meine Mutter 93. Und ich halte mich nicht danach. Haben wir einen Chef da beim Wasserbau, da sind wir da beim Café gesessen. Der fragt so, was ist? Da sagt einer, der Sassi, ich war der Sassi. Der Sassi wird 104. Sagt er, wieso? Wie kommt es auf 104? Wie gesagt, er der Mathematiker. Ja, sage ich, so eine einfache Rechnung. Mein Vater ist 98 geworden, meine Mutter 93. Und wenn man das Mittel nimmt, kommt man auf 104. Schau, das stimmt aber nicht, hat er gesagt. Und der Gelächter ist losgegangen. Ja, so war es. Aber beruflich, das war sehr nett. Die paar Mandel, die wir waren, das war wirklich tadellos durch Jahrzehnte, das hat funktioniert. Also da hat es nichts gegeben. Die Probleme, die haben wir gemeinsam gelöst alle. Also das hat schon passt. Ja. Ich habe einmal von Ihrem Sohn gelesen in einem Bericht, dass Sie nicht einen Herzinfarkt fürchten, nicht Corona, nur den Schlendrian fürchten Sie. Ja, das stimmt, ja. Ich bin auch nicht impfen gegangen. Aber sonst, das tat schon gut. Dann bin ich halt da impfen gegangen. Aber sonst, mit Impfen haben wir schlechte Erfahrungen gehabt. Ne? In Gefangenschaft sind wir geimpft worden gegen Typhus und Paratyphus. Nach dem Alphabet. Ich bin ziemlich weit hinten, saß im Alphabet. Vor mir sind so an die paar 1000 Mann geimpft worden. Mit den paar Nadeln, was sie gehabt haben, die sind immer stumpfer geworden. Ja. Endlich komme ich dran. Ein Stich geht nicht. Probier jetzt noch einmal. Geht nicht. Aber dann ist er reingekommen. Aber da hat sich die Nadel an der Rippen anscheinend umgebogen. Es hat das nicht rausziehen können. Dann hat er es rausgefetzt. Da hat er ganz schnell Fleisch gefüllt. Da bin ich ganz still ins Zelt gegangen und habe nicht mehr gekriegt.
Ja, so waren das. So sind die Erlebnisse halt. Tun Sie gern eine Suppe kochen? Suppe? Ja, auch, ja. Ja. Habe ich so allerhand. Ich habe etliche Dosen auch mit Gulasch, Gulaschsaft oder Gulaschsuppe. Ja, und sonst mache ich mir mein Essen täglich. Ja, da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Die Grundnahrungsmittel, die habe ich alle. Reis und Kartoffeln und was man halt so braucht natürlich. Das ist immer da. Ein Kaffee, auch zwischendurch, allerdings einen schwachen. Ich habe noch nie einen starken Kaffee. Alkohol 0, fast 0. Ab und zu, wenn mein Sohn kommt, ein Schluckerl. Ja, aber das habe ich von jeher so gehalten. Geraucht habe ich nicht. Einmal, da waren wir Kinder, da war der Vater nicht zu Hause. Na, mein Bruder, der ist ein 17er Jahrgang, also 4 Jahre älter gewesen, rauchen wir uns eine an. Na, haben wir Zigarren genommen, anzündet, ich mache einen Zug, auf einmal kriege ich Zahnschmerzen. Ja. Na, das war eine Warnung. Aha, das ist das Verbotene, also nichts mehr rauchen. Und das habe ich gehalten mein Leben lang. Ja, das war eine ganz gute Lehre. Ja. Ja, sonst Alkohol fast 0, wie gesagt. Und gesund bin ich, wie schon gesagt. Ja. Also werden wir sehen, wie lange noch. Ja. Ja. Gehen schon ein paar Jahre. 100, Werden wir 110 sehen. und so. Ja, ab und zu bin ich ein bisschen waglich beieinander natürlich. Aber das gehört dazu, mir scheint. Ja, ja. Ja. Sie gehen ja jeden Tag spazieren und jeden Tag sitzen Sie am Radl, haben Sie gesagt. Ja, ja, da gibt es keine Ausrede. Ja. Ja. Egal welches Wetter, egal ob Sonne, Regen. Sie Ja, gehen. da muss schon ganz grausig regnen. Oder ein Schneesturm im Winter sein, dass ich mal nicht gehe. Aber sonst bin ich täglich unterwegs. Ja, ja, so ist es. Ich wollte nämlich vorher wissen, wegen der Suppe. Wenn Sie die Suppe eines langen und erfüllten Lebens kochen würden, welche 5 Zutaten tun uns da ein, dass die Suppe ganz gut schmeckt? Also Bewegung haben Sie schon gesagt. Welche Werte sind noch wichtig im Leben? Auf jeden Fall, der andere ist auch ein Mensch. Nicht? Also, der kann welche Färbung immer haben. Er muss ein anständiger, ehrlicher, fleißiger Mensch sein. Da ist mir wurscht, wo der herkommt, welche Hautfarbe er hat oder wo er herkommt. Das ist mir vollkommen gleich. Nicht? Also, wie gesagt, da habe ich keine Schwierigkeiten. Ja. Was ich verurteile, sind die Schmarotzer. Nicht? Das heißt, immer fleißig sein im Leben, prinzipiell. Fleißig. Immer fleißig, ja. Überhaupt nach dem Krieg. Überstunden noch und noch. Ein Wasserbau. Das sind Stunden, also nicht nur Stunden, tagelang der Versuch gerannt, natürlich, ja. Ne, da haben wir dabei sein müssen. Überstunden noch und noch, unbezahlt. Das war notwendig damals, ja. Erst ein paar Jahre später hat es geheißen, ja, Überstunden auf Anordnung können bezahlt werden. Ja. No, das war schon was. Aber die 100 und 1000 Überstunden, die haben wir halt geopfert für Österreich. Na, so war das. Ja, was gibt es sonst zu berichten? Wie schaut es aus? Also viele Leute heutzutage sind unzufrieden, unglücklich. Ja, das kenne ich nicht. Ja eben, wo? So schlecht hat es mir nie gehen können, dass ich unzufrieden gewesen wäre. Hat immer Ausweg gegeben. Ja, also da hat nichts gehabt, nichts. No. Na, Grant, ich kenne, was ein Grant ist, kenne ich gar nicht. Ich war immer gut gelaunt. Ja, immer freundlich zu anderen. Wenn einem was nicht gepasst hat, irgendwie noch habe ich halt links liegen lassen. Ne? Viel geblädelt haben wir auch natürlich. Ja. Ne? Zum Beispiel, ich kann Japanisch. Ja, ja, wieso denn? Na, ich kann zum Beispiel das Goethe-Zitat.
Ja, wie geht denn das auf Japanisch? Ganz einfach. Imi Buki, du mi Lecki, du kannst mich. Ja, das sind so die Feinheiten. Ja. Ja, so bin ich halt alt geworden. Immer den Humor, der ist wichtig im Leben. Humor. Gott sei Dank, der ist mir nicht verloren gegangen. Ne? Na, wir blären öfters mit den Kollegen, den ich da triff. Ne? Also da kann man sich was anhören öfters. Na, so ist es. Das heißt, obwohl, das ist nämlich ganz spannend, weil heutzutage, wir haben den Wohlstand, dank Ihnen haben wir den Wohlstand. Ach so. Und Sie sind ja mit wenig aufgewachsen und trotzdem waren Sie immer zufrieden, haben Sie gesagt. Und heute haben wir eigentlich alles, dank Ihnen. Ist alles und die Leute sind unzufrieden. Ja. Na, früher Fleisch, Jesus, noch Fleisch. Mein Vater hätte sich das leisten können. Hat es nur einmal in der Woche gegeben. Ja. Ein Händler hat es nur einmal im Jahr gegeben. So zur Weihnachtszeit, ja, und sonst nur Hausmannskost, ja, so was anderes hat es nicht gegeben. Und ich bin trotzdem groß geworden. Ja, so ist es. Darf ich so als vorletzte Frage fragen, so wenn Sie die Zeit zurückdrehen könnten, würden Sie irgendwas anders machen? Ich glaube nicht. Ich habe schon viele gesagt, ne? Die Maschinen haben sie noch nicht erfunden, nicht? Dass man da zurückkurbeln kann, ein paar Jahre. Na, da lachen sie meistens schon. Aber die gibt es wirklich noch nicht. Ja. Aber ich muss zufrieden sein. Wir werden überhaupt so alt. Ne? No. Und vor allem kann ich alles selber noch machen. Zum Großteil, sagen wir so. No. Ja, bitte sitzen am Radl mit 103 Jahren. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Jahren 21 und tritt schon 23 Minuten da. Wobei Sie ja vorher schon getreten sind, bevor wir gekommen sind. Dass mir die Luft noch nicht ausgeht, das verstehe ich gar nicht. Ja? Bei 26 Watt, ja, da sind die Watt angezeigt. Ja. Ich habe es nicht gesteigert, ich habe es so lassen. Als letzte Frage, welchen Ratschlag würden Sie entweder Ihrem jüngeren Ich geben oder der Jugend heutzutage? Was soll man sich zu Herzen nehmen im Leben? Was ist wichtig im Leben? Ja, erstens einmal die Gesundheit ist wichtig. Das ist das Um und Auf. Ja, und andere sind auch Menschen. Ja, also ich werde niemanden verurteilen, der sagen wir, irgendwie gezeichnet ist, wenn er einen Bugel hat oder schief geht, der ist eben so auf der Welt gekommen, der zählt genauso als Mensch bei mir wie einer, der ein Supersportler ist. Ja. Also da gibt es nichts dagegen. Wie gesagt, die Hautfarbe spielt auch keine Rolle. Ja. Wie jeder ist, wenn es ein anständiger Kerl ist oder eine Frau, na, wird akzeptiert und die Sache hat sie. Und vor allem die Leute, die Hunde halten und Tiere lieb haben, die stehen ganz höher im Kurs bei mir als andere, die nur grantig sind, alles negativ sehen. Also die Tierliebhaber, das hat schon was für sich. Ja. Ja. Vielleicht die allerletzte Frage. Wenn Sie vielleicht so ein paar motivierende oder inspirierende Worte haben, vielleicht für die Leute, die gerade am Boden sein und was ändern wollen und vielleicht fleißig sein, was würden Sie denen so mitgeben, irgendwas Motivierendes vielleicht zum Abschluss? Oh, das ist schwer zu sagen. Vielleicht sowas wie den Mut nicht verlieren, nicht aufgeben oder sowas? Ja, gut zureden, das schon natürlich, ja. Nein, man darf nichts Negatives sehen. Ja. Wenn dann was nicht passt, wie gesagt, Imi Buki, du mi Lecki, du kannst mich. Wenn Ihnen das Video geholfen hat, abonnieren wir gerne noch für weitere Lebensweisheiten von 100-jährigen Menschen. 26 Minuten. Jetzt geht es von vorn wieder los. Stufe 0, ich schalte meistens gleich auf Stufe 5. Das ist ja viel zu leicht, Stufe 1. Ja? 4. Das ist mein Beginn meistens, ja.